Die Psychologie von Menschen, die Nähe brauchen, aber Menschen meiden. Ist dir jemals etwas Beunruhigendes an dir selbst aufgefallen? Du willst Nähe, du willst Verbindung, du willst jemanden, der dich wirklich versteht. Und trotzdem, sobald Menschen dir emotional näher kommen, ziehst du dich zurück. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern still. Du antwortest später. Du wirst vage, du sagst Treffen ab, du vergisst zurückzuschreiben. Und irgendwann fragst du dich nachts leise, warum stoße ich genau das weg, wonach ich mich eigentlich sehne? Nee, bleib dran. Denn am Ende dieses Videos wirst du den wahren psychologischen Grund verstehen, warum dein Gehirn Distanz wählt statt Nähe. Selbst dann, wenn Einsamkeit dich langsam verletzt. Und wenn du es einmal erkannt hast, wirst du es nicht mehr wegreden können. Dieses Video ist kein Ratgeber mit oberflächlichen Tipps, nicht geh mehr raus, nicht sei einfach offener, nicht du musst dich nur trauen. Das wäre zu billig. Denn das Problem ist meistens nicht dein Wille, sondern dein Nervensystem. Hier geht es um einen inneren Konflikt, den viele nicht einmal benennen können. Du brauchst Nähe, aber dein Körper reagiert auf Nähe wie auf Gefahr. Und das Verstörendste daran? Dein Rückzug ist vielleicht kein Charakterfehler. Er könnte ein Schutzmechanismus sein, den du vor langer Zeit gelernt hast. Lange bevor du wusstest, was Bindung überhaupt bedeutet. Und gleich kommt der Teil, der wehtun kann. Denn oft ist das, was du Unabhängigkeit nennst, eigentlich nur hochtrainierter Selbstschutz. Stell dir vor, jemand schreibt dir, hey, ich mag dich, wollen wir uns öfter sehen? Ein Teil in dir freut sich. Endlich. Aber ein anderer Teil spannt sich an. Du wirst innerlich wachsam. Du überlegst, was du antworten musst. Du spürst Druck, nicht weil die Person böse ist, sondern weil Nähe in dir etwas auslöst. Und dann passiert es, du lässt Zeit vergehen. Du denkst, ich antworte später, wenn ich ruhiger bin. Aber später wird es nicht leichter, später wird es schlimmer. Weil dein Kopf dann anfängt, alles zu analysieren. Wenn ich ja sage, erwarten sie mehr. Wenn ich mich öffne, kann ich verletzt werden. Wenn ich zu nah dran bin, verliere ich mich. Und so entsteht Distanz, nicht weil du keine Liebe willst, sondern weil dein Körper Liebe nicht als sicher abgespeichert hat. Und jetzt kommt die erste harte Frage. Was, wenn dein Rückzug nicht deine Persönlichkeit ist, sondern deine Konditionierung? Hier ist die unbequeme Wahrheit. Dein Gehirn ist nicht dafür gebaut, dich glücklich zu machen. Es ist dafür gebaut, dich zu schützen. Und irgendwann hat es gelernt, Menschen und emotionales Risiko. Vielleicht durch offensichtliche Dinge. Verrat, Demütigung, Zurückweisung oder durch leise Dinge. Ständiges Missverstandenwerden, emotionale Kälte, Unberechenbarkeit. Du musst dafür nicht einmal ein großes Trauma erlebt haben. Manchmal reicht es, über Jahre zu lernen. Wenn ich echt bin, werde ich kritisiert. Wenn ich brauche, bin ich zu viel. Wenn ich mich öffne, wird es gegen mich benutzt. Wenn ich vertraue, werde ich enttäuscht. Und das verändert dich. Nicht als Entscheidung, sondern als biologische Anpassung. Dein Nervensystem merkt sich Schmerz länger als schöne Worte. Das ist Überleben. Und hier wird es spannend. Du kannst im Kopf Nähe wollen und im Körper Nähe fürchten. Und genau dort lebt dein Paradox. Jetzt kommt der Teil, den fast niemand versteht. Wenn du absagst, wenn du nicht antwortest, wenn du dich zurückziehst, fühlt dein Körper Erleichterung. Dein Atem wird tiefer, dein Kopf wird leiser, der Druck lässt nach und dein Gehirn registriert, das hat mich gerettet. Das ist gefährlich, weil es dich trainiert. Denn jedes Mal, wenn du Distanz wählst und Erleichterung spürst, lernt dein Nervensystem Distanz, Sicherheit, Nähe, Stress. Und Stress will der Körper vermeiden. So entsteht ein Muster. Und irgendwann fühlt sich Rückzug nicht mehr wie eine Wahl an, sondern wie, so bin ich halt. Aber lass mich dich fragen, wenn es wirklich so bist, warum tut es dann nachts manchmal weh? Warum gibt es Momente, in denen du dich trotz deiner Ruhe leer fühlst? Weil deine Ruhe manchmal nicht Frieden ist, sondern Flucht ohne Beine. Viele Menschen glauben, Nähe müsse sich automatisch gut anfühlen. Aber für manche fühlt sich Nähe an wie Erwartung, Verpflichtung, Kontrolle, Bewertung, Verlust von Freiheit.
Und wenn du so geprägt wurdest, ist Nähe nicht zu Hause. Nähe ist eine Bühne. Du musst funktionieren. Du musst angenehm sein. Du musst richtig reagieren. Und nichts erschöpft so sehr wie das Gefühl, ich muss eine Version von mir spielen, damit ich bleiben darf. Wenn Zuneigung Bedingungen hatte, lernst du nicht, Liebe ist sicher. Du lernst, Liebe ist Leistung. Und dann wird Verbindung zu Stress. Und jetzt kommt die bittere Ironie. Je mehr du Nähe brauchst, desto mehr Angst macht sie dir. Weil du innerlich schon ahnst, wenn ich mich wirklich binde, kann es wieder wehtun. Und das Nervensystem hasst Wiederholungsschmerz. Die unsichtbare Angst, nicht abgelehnt, sondern entlarvt zu werden. Die meisten denken, sie hätten Angst vor Ablehnung. Aber oft ist es etwas anderes. Viele Menschen haben Angst davor, dass jemand zu nahe kommt und sieht, was sie verstecken. Nicht nur Verletzlichkeit, auch Unsicherheit, Überforderung, innere Widersprüche, alte Scham, das Gefühl, nicht genug zu sein. Denn Nähe bedeutet, ich kann nicht mehr kontrollieren, wie ich wirke. Und wenn du gelernt hast, dass dein Wert daran hängt, wie du wirkst, wird Nähe gefährlich. Du wirst nicht nur gesehen, du wirst bewertet und dein Körper reagiert darauf, als würde er vor Gericht stehen. Deshalb wirst du manchmal kalt, genau dann, wenn du warm sein willst. Das ist nicht Bosheit, das ist Schutz. Schau dir diesen Kreislauf an, weil er heimlich dein Leben steuert. Du willst Nähe, du bekommst eine Chance auf Nähe, dein Körper reagiert mit Stress. Du erschaffst Distanz, du spürst Erleichterung, später spürst du Einsamkeit. Du gibst dir die Schuld und um diese Schuld nicht zu fühlen, ziehst du dich noch mehr zurück. Das ist das Perfide daran. Dein Rückzug reduziert kurzfristig Stress, aber er erzeugt langfristig Leere. Und irgendwann wird diese Leere zu einem stillen Hintergrundgeräusch in deinem Leben. Du funktionierst, aber etwas fehlt. Und das Tragische ist, viele Menschen merken erst dann, dass sie wirklich allein sind, wenn sie jemanden brauchen und niemand da ist. Menschen, die Nähe meiden, landen oft in einem paradoxen Muster. Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen, die emotional schwierig sind. Warum? Weil das vertraut ist. Wenn du Chaos kennst, fühlt sich Ruhe verdächtig an. Wenn du Unsicherheit kennst, fühlt sich Stabilität langweilig an. Wenn du emotionale Distanz kennst, fühlt sich echte Nähe zu intensiv an. Also passiert Folgendes. Der sichere Mensch wirkt zu nett. Der klare Mensch wirkt zu direkt. Der verlässliche Mensch wirkt zu viel. Und der unklare Mensch, der macht dich nervös, aber lebendig. Nicht, weil du Drama liebst, sondern weil dein Nervensystem Drama als normal abgespeichert hat. Und hier ist die Frage, die dich treffen könnte. Verwechselst du Anspannung mit Anziehung? Wenn ja, dann ist Nähe für dich nicht nur emotional, sie ist neurologisch verdreht. Ich sage das vorsichtig, weil Ruhe wichtig ist. Aber manchmal ist Ruhe nicht Regeneration. Manchmal ist Ruhe Vermeidung. Denn es gibt zwei Arten von Alleinsein. Alleinsein, das dich auflädt. Alleinsein, das dich schützt, weil du Angst hast. Der Unterschied ist subtil. Wenn du allein bist und danach mehr Leben spürst, ist es gesund. Wenn du allein bist und danach weniger Mut hast, ist es nicht Frieden. Dann ist es Rückzug. Und Rückzug ist wie ein Muskel. Je öfter du ihn benutzt, desto stärker wird er. Und irgendwann wird er stärker als dein Wunsch nach Liebe. Das ist die Stelle, an der viele kippen. Sie sagen nicht mehr, ich bin gerade lieber allein. Sie sagen, Menschen sind anstrengend und meinen eigentlich, Menschen sind gefährlich. Irgendwann passiert etwas in deinem Kopf. Du hörst auf zu glauben, dass Verbindung möglich ist, nicht bewusst, aber innerlich. Du sagst nicht mehr, ich habe gerade keine Energie. Du sagst mir, ich bin einfach so. Ich bin nicht für Beziehungen gemacht. Ich brauche niemanden. Und das ist der Moment, in dem Vermeidung zur Identität wird. Und Identität ist mächtiger als Motivation. Denn Menschen handeln nicht gegen das, was sie über sich selbst glauben. Wenn du glaubst, du bist ein Mensch, der alleine ist, dann wirst du automatisch Entscheidungen treffen, die dich alleine halten. Nicht, weil du dumm bist, sondern weil dein Gehirn Konsistenz liebt. Jetzt kommt das Hauptding. Der wahre psychologische Kern ist, dein Nervensystem hat Nähe mit emotionaler Gefahr verknüpft. Nicht theoretisch, nicht philosophisch, biologisch. Dein Körper hat gelernt. Nähe bedeutet Stress, Kontrolle, Erwartung, Verletzbarkeit, Scham, Risiko. Und Distanz bedeutet Kontrolle, Ruhe, Vorhersehbarkeit, Sicherheit.
Also wählt dein Gehirn Distanz, selbst wenn dein Herz Verbindung will. Du meidest nicht Menschen. Du meidest die Bedrohung, die dein Körper erwartet. Und solange diese Verknüpfung existiert, wird jede echte Chance auf Nähe kurz davor scheitern. Nicht, weil die Menschen falsch sind, sondern weil dein System sie falsch interpretiert. Vielleicht denkst du jetzt, okay, dann muss ich einfach mutiger sein. Aber so funktioniert das nicht. Du kannst deinem Nervensystem nicht befehlen, fühl dich sicher. Sicherheit ist keine Entscheidung. Sicherheit ist ein körperliches Signal. Und wenn dein Körper Nähe als Gefahr liest, wirst du immer wieder automatisch reagieren. Deshalb reicht Verstand nicht. Du brauchst Erfahrung. Du brauchst neue, korrigierende Erlebnisse. Kleine, sichere Momente, in denen dein System lernt, ich kann nah sein, ohne zu sterben. Ich kann ehrlich sein, ohne bestraft zu werden. Ich kann Bedürfnisse haben, ohne verlassen zu werden. Und das dauert. Aber es ist möglich. Und jetzt kommt die unbequemste Frage. Willst du wirklich Nähe oder willst du nur nicht alleine sein? Denn wenn du Nähe willst, musst du riskieren, gesehen zu werden. Und genau davor schützt dich dein Muster. Also frag dich nicht, was stimmt nicht mit mir? Frag, was hat mein Nervensystem über Menschen gelernt? Denn das beendet Selbstverurteilung und beginnt Verständnis. Und hier ist die letzte Frage, die ich dir lassen will. Wenn morgen die richtigen Menschen in dein Leben kämen, würde dein Körper sie als sicher erkennen? Oder würde er sie wegstoßen, weil Ruhe zu deiner Sucht geworden ist? Denn Heilung bedeutet nicht Nähe zu erzwingen. Heilung bedeutet deinem Nervensystem beizubringen, dass Verbindung nicht wehtun muss. Und bis das geschieht, wirst du Selbstschutz mit Unabhängigkeit verwechseln und Einsamkeit mit Frieden.